kein Team ist? Oder fragst, dass dein Team eigentlich gar kein Team ist? Oder fragst du dich, warum die Teammitglieder mehr Zeit mit Taktieren verbringen, anstatt Ergebnisse zu erzielen? Damit soll jetzt Schluss sein, denn in diesem Video stelle ich dir die 5 Dysfunktionen eines Teams von Patrick Lencioni vor. Zudem zeige ich dir, wie du diese mit deinem Team überwinden kannst, damit ihr ein High-Performance-Team werdet. Schauen wir uns die 5 Dysfunktionen also mal genauer an. Die erste Dysfunktion ist fehlendes Vertrauen. Vertrauen baut auf Offenheit auf. Fehlt eben diese, führt das auch zu fehlendem Vertrauen. Dies wiederum führt dazu, dass deine Teammitglieder Scheu davor haben, um Hilfe zu bitten und dass die Arbeitsmoral sinkt. Auch werden Schwächen und Fehler voreinander verborgen. Wie kannst du nun mit deinem Team diese Dysfunktion überwinden? Eine Möglichkeit ist, dass jeder im Team erklärt, was sein bester Beitrag sein kann und welche seiner Schwächen das größte Risiko für das Team darstellt. Alternativ könnt ihr Persönlichkeitstests wie MBTI oder DISG machen, um euch selbst und gegenseitig besser einschätzen zu können. Du als Führungskraft solltest mit gutem Beispiel vorangehen und selbst echte Offenheit zeigen und vor allem die Offenheit deiner Teammitglieder nicht bestrafen. Weil deine Teammitglieder sich nun offen äußern, können Konflikte zutage treten, was uns zur zweiten Dysfunktion leitet: Scheu vor Konflikten. Oft wird Konflikten im Namen der Effizienz aus dem Weg gegangen, anstatt sie ungefiltert auszutragen. Das führt zu verschleierten Diskussionen ohne Ergebnisse. Meetings werden uninteressant und die Meinungen jedes Einzelnen werden nicht angehört. Also, wie überwindest du nun diese Dysfunktion mit deinem Team? Zuallererst müsst ihr Bewusstsein dafür schaffen, dass Konflikte durchaus konstruktiv sein können und dass es gut ist, sie auszutragen. Du als Führungskraft solltest hier dem Drang widerstehen, Streitigkeiten frühzeitig abzubrechen, um künstliche Harmonie zu erzeugen. Da nun alle zu der Diskussion des Konflikts beigetragen haben, können nun auch alle das Ergebnis mittragen, was uns zu der dritten Dysfunktion leitet: fehlendes Engagement. Engagement erfordert Klarheit über die Aufgaben und die getroffenen Entscheidungen, sowie die Zustimmungen aller Einzelnen dazu. Fehlt dieses Engagement, werden Entscheidungen vertagt und es verbreitet sich Uneinigkeit und Unklarheit über die Richtung und die Prioritäten. Wie überwindest du mit deinem Team diese Dysfunktion? In erster Linie braucht ihr als Team Gewissheit darüber, dass eine Entscheidung immer besser ist als keine Entscheidung. Dann kommt ihr auch ohne Zögern voran. Damit die getroffenen Entscheidungen präsent bleiben, hilft es, diese in den letzten 10 Minuten des Meetings zu wiederholen. Du als Führungskraft solltest lernen, nicht zu viel Gewicht auf Konsens und Gewissheit zu legen. In den meisten Fällen ist es ausreichend, die Meinungen aller anzuhören und dann zu entscheiden, selbst wenn noch nicht alles zu 100% klar ist. Außerdem solltest du dein Team dazu drängen, Themen abzuschließen. Nun können Entscheidungen getroffen und Verantwortungen geregelt werden. Das führt uns weiter zur vierten Dysfunktion: Scheu vor Verantwortung. Die Verantwortung im Teamwork erfordert die Bereitschaft jedes Einzelnen, die restlichen Teammitglieder auch zur Verantwortung zu ziehen. Zudem müssen die Teammitglieder gegenseitig Verhaltensweisen ansprechen, welche dem Team schaden könnten. Die fehlende Bereitschaft, dies anzusprechen und das zwischenmenschliche Unbehagen auszuhalten, führt wiederum dazu, dass Termine und Lieferziele verfehlt werden. Auch entstehen negative Gefühle zwischen Personen mit verschiedenen Leistungsstandards. Wie überwindest du mit deinem Team nun diese Dysfunktion? In erster Linie müssen Ziele und Standards bekannt sein und Zweideutigkeit muss vermieden werden. Um einen gesunden Gruppendruck zu erzeugen, muss das Team sich selbst überprüfen. Dabei solltest du als Führungskraft nicht die alleinige Quelle für Disziplin sein. Stattdessen musst du dem Team klarmachen, dass es dafür selbst verantwortlich ist. Da jetzt die Verantwortungen auch eingefordert werden, müssen nur noch die Ergebnisse stimmen. Das führt uns zur letzten Dysfunktion: fehlende Ergebnisorientierung. Damit ist gemeint, dass deine Teammitglieder andere Ziele verfolgen als die Gruppenziele, mit dem Hintergrund, ihre eigene Position stärken zu wollen. Dadurch lässt sich das Team leicht ablenken und wird von der Konkurrenz überholt. Wie überwindest du mit deinem Team nun diese letzte Dysfunktion? Deinem Team muss klar werden, welche Ziele angestrebt werden und diese auch öffentlich bekannt geben. Dadurch wird der Druck auf eine positive Weise erhöht. Du als Führungskraft solltest immer das Team als ganzes Team belohnen. Zudem musst du die Ergebnisse sowie die Beiträge zum Erreichen des Gruppenziels wertschätzen. Ich hoffe, dass dir die 5 Dysfunktionen helfen, die richtigen Stellschrauben in deinem Team zu finden. Nun liegt es an dir, dein Team in ein High-Performance-Team zu verwandeln. Wie du bestimmt schon erkannt hast, bauen die Dysfunktionen aufeinander auf. Daher musst du mit deinem Team wirklich alle 5 der Reihe nach überwinden. Also nimm dir ausreichend Zeit dafür. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal.